Herzlich willkommen beim nächsten Video auf meinem Kanal. Wir sind hier gerade auf Twitch live und haben ein Video entdeckt. Und zwar ist es vor einem Tag released worden, am 13.10.2023 von Sauman UK. Das Video heißt The Shocking State of Black Desert Online 2023. Das heißt so viel wie übersetzt die schockierende Lage von Black Desert Online, wenn man es direkt ins Deutsche übersetzen würde. Ja, er redet ein bisschen über das Game und hat auch hier ordentlich, also hat hier auch geschrieben in der Beschreibung, dass es sein Ersteindruck ist und dass er keine 500 Stunden in dem Game hat. Ne? Und ja, wir werden mal gucken, was so sein Ersteindruck von dem Game ist. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal rein und let's go. Over the past couple of years, I've played a wide variety of MMORPGs, but there's one in particular I just haven't got round to trying yet. And it's not like I've never heard of this game before, because people have mentioned it in my comment section over. Also, er ist wahrscheinlich ein YouTuber, der MMOs antestet, MMORPGs, und er meint, dass er mehrere MMORPGs getestet hat und dass seine Community ihn auf BDO aufmerksam gemacht hat. Dass er es auch mal antesten soll. Over again. Die, you fucking seagull, bitch, fucking. And in my recent video where I talked about the MMORPGs I've played this year, the comment section was once again subject to a barrage of "you should play BDO." Fucking. And just to give you full clarity and disclosure, I was actually offered money to play BDO back when they had their latest expansion. Ja, das war das gerade. Black Desert Online paid Activision Jugend mit Juni, Europe. When they had their latest Das ist, glaube ich, ein Sponsor, ne? Da wird doch, ich glaube, da wurde von PR angeschrieben. Not because I thought it was a scam, but because I have integrity. Yeah, that's exactly why. I did, however, buy BDO Das ist ein Sponsor. sale with full intention to play and review it. So that's what I've done. However, I will put in a slight disclaimer, and that is that I don't have 500 hours of playtime. Er hat das nochmal erwähnt, er hat das in der Beschreibung geschrieben und erwähnt es hier nochmal, dass er nochmal darauf hinweist, dass er keine 500 Stunden in dem Game hat. Ne? Desert Online. Wait, he's a casual fucking dog. Yeah, he's only put 300 hours into the video game. How can he possibly be able to have an opinion about it? This video is a first impressions video, but I will do my best to cover as much of this game as I possibly can. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Also ich bin jetzt schon skeptisch, aber gerade, also MMO ist eine Nische. MMORPGs ist eine Nische an sich. Und Black Desert ist nochmal eine Nische in der Nische. BDO, du musst dich halt durchbeißen durch die ganzen Quests und du hast auch sehr viele Items, wo du gerade am Anfang nicht viel mit anfangen kannst und BDO ist auch sehr kompliziert, gerade mit der UI und allem, ne? Wenn du BDO 2 Stunden spielst, du hast kaum was von dem Game gesehen. Gar nichts. Das ist gerade mal Tutorial, Prolog. So. Ja. Das ist nix. Whilst also Genauso wie bei Storygames. So, wenn ich 2 Stunden ein Storygame zocke, ich habe das Game immer noch nicht durch, ne? Also, ich habe kaum was vom Game gesehen. give a fair and honest opinion. And with that, let's jump in. Das ist wie, als würde ich jetzt WoW zocken und sagen, WoW ist scheiße. Wäre dasselbe. Obwohl ich keine Ahnung von dem Game habe. But So, the basics. so let's start with the basics. It is indeed a MMORPG. We tend to play a lot of those on this channel. Oh yeah, friendly reminder, if you want to see more content like this, feel free to subscribe. Oh, and if you like this, obviously, please leave a like. This game was initially released to the Eastern market in 2015. Ja, es ist 2014 released worden in Korea. 2016 kam NA und EU-Release. Und 2017 kam Steam-Release. Also 2016 kam das nur für Launcher erstmal raus. Ja. And then to the Western market in 2016. And I have to say, for a game that is almost 10 years old, it looks pretty spectacular, especially when you compare it to similar games such as Final Fantasy XIV. Ja. It's based Das Ding ist, die meisten MMORPGs sehen einfach aus wie Hund. Also die sehen einfach aus, sind wahrscheinlich weil es
also rein vom Optimieren her wahrscheinlich einfacher ist. Das Ding ist halt, WoW gibt es seit sehr langer Zeit, war auch einer der ersten MMORPGs. Und ich glaube, Albion Online ist von der Grafik extra so gemacht in Final Fantasy. Weil MMORPGs sind ja meistens Open World und es ist halt auch irgendwie schwerer, sowas zu optimieren, ne? Land and revolves. Was er aber hier zeigt, ist wahrscheinlich BDO auf Kartoffelgrafik, ne? Also das ist nicht mal Remastered, es gibt BDO halt auch mit Remastered, wo das nochmal viel besser aussieht. To rival nations. And it is well known for having a specific draw to the game. Armor, characters, creatures, objects, spell effects, and most importantly, the oversized, fantasy-driven Art style. Video is available on PC and console, but not only that, it does allow cross-platform play. One of the biggest draws to the game was its PvP combat, but in recent times it's been focusing more on the PvE side of things. So straight away, I'm getting a kind of sense of they're trying to cater for everyone, and we all know how that ends up. Why did I make that joke? I'm just going to regret it. There's going to be someone doing a 10-paragraph essay as to why New World is actually thriving. I hate my life. But anyway, that's enough about the basics. Let's take a look at the actual gameplay. So like any great MMORPG, we have to talk about the character creation screen. And BDO does not Kommt euch die Musik bekannt vor? let us down. I don't understand this. Okay, nevermind. Warte, Minecraft-Musik. Yeah, I don't think I want to be a woman. No offense, but I just want to be chat up by like a 14-year-old weeb. There are 26 different classes to choose from on BDO, and furthermore, these classes are gender locked, 9 being male and 17 being female. For the most part, each class is human, even though they have deer people and whatever the fuck this thing is. Oh, and they do have this one class which gives me a weird vibe. I'm getting the word nonce. Anyone who mains this class is definitely a predator of some sort. I can see why the BDO character creator gets a lot of praise, but personally I found Arcade to be slightly more in depth. Mainly because I get to be a small, fat, ugly, bald man, whereas this just makes me feel like my male character is just a member of a K-pop band. I like turtles. One of the biggest draws to this game is the combat. It is just fluid in the way that it works, and it just feels very reactive to what you are doing. It doesn't feel slow, it doesn't feel clunky, it actually feels like it's Bro. BDO ist das MMORPG mit der umfangreichsten... Digga. Der Typ hat nicht mal die Succession Questline gemacht wahrscheinlich, ne? responsive to the buttons that you are pushing. If you don't want me to kill Klar, er sagt Tastenkombination, aber der sagt, das Kampfsystem fühlt sich clunky an. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen clunky, weil du musst ja erstmal die Succession Questline freischalten, ne? Wiedergeburt. Vielleicht auch Erweckung, wenn du Awakening spielen willst. Da sieht das halt ein bisschen clunky aus. Da bist du ein bisschen langsamer. Da machst du weniger Damage. Egal, gucken wir weiter. kill any more puppies, then please leave 69 likes. You have been warned. Perfect. Add that to every YouTube video going forward. I love the way that you can chain moves together. It almost feels like you're doing a combo on Tekken. I see why people like this game, honestly. So much replayability. This skill tree also has a variety of moves to choose from, which means gameplay isn't going to be boring. You are going to have to make decisions further on down when you level up and choose a certain style of play. Typical of any MMORPG, there are different armor sets to choose from, and each one will give you different. Er sagt, das Game ist boring. Weil das Kampfsystem clunky ist. Er spielt auf dem PC mit einem fucking Xbox-Controller. Hat nicht die Succession Questline gemacht. Hat nicht die Awakening Questline gemacht. Down. Er hat wahrscheinlich nicht mal Path of Exile gespielt, weil bei Path of Exile ist der Talentstammbaum eine ganze Bibel gefühlt, ne?
Einfach ein Idiot. level up, and choose a Gucken wir weiter, ja. play. Typical of any MMORPG, there are different armor sets to choose from, and each one will give you different attributes or different bonuses. There are also a variety of life skills that you can go away and master, such as cooking, crafting, alchemy, fishing, Ja, ja. all the fun stuff, you know, all the typical MMO stuff. Sadly though, I wish I could heap more praise in this game, but quite honestly, I've not been having the best first impression. The best thing about this game is the combat, and that's pretty much where it ends. As Also er sagt, das Einzige, was er gut an dem Spiel findet, ist das Kampfsystem. Er fand es am Anfang ein bisschen clunky. How dare you say that? I will defend my lady at all costs. Now this isn't my first rodeo, so I know full well someone with 1000 Das Ding ist, was ich das Gefühl habe, gerade wo er diese Memes und so einbaut, ich glaube, er will darauf aufzielen, dass YouTuber darauf reacten. Weil der hat gerade diesen ein Meme eingebaut mit One of the worst dare you say is defend my lady. Ne? Also der hat diesen Meme eingebaut. Now this isn't Ich verteidige mein Spiel. I know full well someone with 1000 hours is going to comment on this video and tell me that I'm just playing the game wrong. Aber ich finde halt, so wie der es darstellt, ist halt Much. Something Das like ist halt Müll. Das ist halt. Also noch schlechter kannst du Video nicht vorstellen, ne? But I just want people to keep in mind this is a new player perspective, but most importantly, Ein neuer Spieler würde erstens. Okay, doch. Ich laber nicht. Okay, er hat Season gestartet. Das ist schon mal gut. Aber ich finde, man kann erst seine Meinung abgeben, wenn man die Season durch hat. Dann hat man genug Spielzeit. Dann hat man die Main Quest bis Media durch, ne? Vielleicht die Berg des ewigen Winters Questline. Ja. Und nicht mal das ist viel verlangt. Also das ist vielleicht, wenn es hochkommt, 50 Stunden, wenn überhaupt. so without any further delay, let me tell you the problem with Black Desert Online. Probleme von Black Desert Online. Jetzt bin ich gespannt. Trommelwirbel. A lot of you will think this is the part where I talk about monetization, the gambling in the game, the RNG being trash. But it's actually something more simpler than that. The fact is, on the very first time I loaded this game up, I can see there was going to be problems. And let me show you why. One of my biggest gripes with the game is that I've changed the resolution so Erstmal mit dem Handy aufnehmen, ne? Auf 360p. Geil. many times, and yet I still have this problem. What the Kurze fuck? Frage. Dieses Problem, was er da jetzt hat, was er da jetzt zeigt, ne? Habt ihr schon mal gehabt im Video? Dass er das Game so anzeigt? And yet I still have this problem. Ich hab's noch nie gehabt. Das Maximum war bei mir Crashes, bei Charakterswap. Nö. What the fuck is this? For whatever reason, the display settings on this game are just super fucky, and I mean that in more ways than one. I have spent more time trying to get the Noch nie. resolution to work than I have actually playing the game. But not only that, it goes one step further, which is when you play the game, the UI is Das kommt davon, weil man 2 Bildschirme hat mit anderen Auflösungen. fuck. Okay. Ja, ich habe 3 Bildschirme mit derselben Auflösung. Ich habe das noch nie gehabt. Noch nie. Ich habe das noch nie gehabt, wenn ich habe ja vorher einen Full HD Monitor gehabt und 2 WQHD. Und selbst da ist das Problem nicht. Hatte das einmal wegen der Auflösung beim dritten Bildschirm. Ah, okay. Terrible. Now, part of the problem is I'm trying to use a controller to play this game, and bear in mind this game has been ported to console, so by all means it should be smooth as anything, but it's not. It's fucking awful. It's Connector, du hast ja von Konsole auf PC geswappt. Hast du mal BDO mit Controller probiert? Und falls ja, wie fandest du das? Gut oder scheiße? Weil der beschwert sich gerade darüber. Was fucking dreadful. And even though I've gone full controller pleb, Controller auf PC? Ja, ja.
still display settings as if I have a keyboard, which means I don't know how to change this option. And furthermore, I don't have the options to change keybinds. Like, why? I have tried to neaten up my display. Okay, okay. It does look Okay, dann kann das wirklich scheiße sein. there, but Aber ich finde, sich darüber zu beschweren, ist halt meckern im hohen Niveau, ne? Also, tut mir leid, wenn ich das sage, aber Leute, die so ein Video rausbringen, sind Pussys. Das sind einfach nur Casuals. Sorry, wenn ich das sage, aber ich finde das ekelhaft. Auf Krampf irgendwie. Ich finde es ekelhaft, auf Krampf irgendwie Reichweite zu gewinnen, indem man ein Game scheiße redet. Ne? Du musst das so sehen. Ein neuer Spieler sieht Black Desert Online und guckt das Video. Er findet das Video hier von dem Keck. Ne? Heulsusen TV. Ja, ja. Und der guckt sich das Video an und so wie der Typ das Game präsentiert, ist einfach kompletter Müll. Das Game auf PC ist halt für M&K ausgelegt, wenn er Controller spielen will. Würde er das auf Video-Console spielen? Ja, ja, genau, genau. and I have heard people say, obviously, if you use mouse and keyboard, it's a lot better. Bear in mind, I'm a new player, and yet they just flood me with alerts. Ich glaube, das ist so eine Person, den du Tipps gibst, ne? Aber er es nicht wahrnimmt. Ne? Pointless shit which doesn't affect my game. So Leute sagen ihm, spiel auf Learn how to play. Tastatur und er spielt auf Controller. Er handicapt sich selber. This doesn't help me. This makes me want to uninstall. And even Controller geht für manche Klassen zum Grind, okay. it still gets worse. Next up on the list is questing, and I know this is going to be quite controversial considering this is a MMORPG. This is the bit that should be fun and exciting to do, and yet here I am saying it's a problem. Kurze Umfrage. Findet ihr bei einem MMORPG, wo man tendenziell, sagen wir mal, über 5000 Stunden reinsteckt, findet ihr Questen wichtig? Also findet ihr, es muss eine geile Storyline haben? Also du willst ja so schnell wie möglich eigentlich in der Regel die Quests skippen, um mehr Progress zu machen, weißt du, was ich meine? Um ans Grinden zu kommen. Um an Gear ranzukommen. Ne? Also wenn ich sag mal so, wenn ich Story haben will, zocke ich ein Story-Game, dann zocke ich Cyberpunk oder so. Ne? Nicht zwingend. Nee, mir persönlich ist die Story egal. Same. Außer wenn ich ein Story-Game zocke, dann muss die Story schon gut sein. Problem. Also, I love the fact that the character's mouth keep moving, even though they're not actually saying anything, so it gives like an impression of a really badly dubbed like karate film. Hey, who's he? I don't know. Fundamentally, all MMORPGs have a tutorial phase where you'll go here, fetch something, go there, fetch something else, maybe kill some mobs in between. However, with Black Desert Online, it seems like there's a lot of talking and not much action. Do you see those hungry wolves stalking about in the grass? Oh no. Horses won't budge thanks to that scary lot. Yeah, Sir Roig may appear. Also die Quest gerne, für Story habe ich Spiele, von denen die Story im Vordergrund steht. Ja. Also das ist, was ich meinte, ja. Like he's not watching, but he sees all. BDO ist halt ein Multiplayer-Game. Es ist halt, es hat Multiplayer-Aspekte. Es ist kein Story-Game. Punkt. This is the time to show your stuff, my friend. Alright, I'm gonna go kill a bunch of doggos. Oh, they're gonna attack me. Ach, da hat er Remastered gespielt. Okay. Oh, well. Weren't you an excavator BDO ist ein grindlastiges MMO. Live. Honestly, Yeah. at this point, I think the game's just mocking me. And worse still, there's countless quests after this, which Das basically ist es halt, ne? Bei BDO spielt halt R-Simulator. Das ist halt kein Final Fantasy, ne? Das Ding ist, so wie ich das sehe, BDO an sich ist halt so ein bisschen so eine Nische, weil ich glaube, BDO ist auch das MMORPG, wo du am meisten grindest, ne? Bei
New World, Final Fantasy, vielleicht auch WoW. Das sind halt eher so MMORPGs für Gelegenheitsspieler. Für Leute, die schnellen Progress haben wollen. Bin froh, das New World nie gekauft zu haben. Ich bereue das gekauft zu haben am Release. Ich bereue es. Also ich finde gut, dass die ganzen Expansions wie Land of the Morning Light in BDO und Berg des ewigen Winters keine DLCs sind. DLCs sind ekelhaft. Ich finde, man sollte für das Geld, was man zahlt, das komplette Game bekommen. Es ist okay, wenn im Pearl Shop, also wenn im Spielladen noch so Convenience-Sachen gibt, so wie was wie Zelt und sowas, ne? Ist aber halt auch fast Must-Have. Aber jetzt bei New World zum Beispiel für einen Mount Geld zu bezahlen, ist halt auch ein bisschen Pay to Win, ne? Wo du als Free-to-Play-Spieler Atov opfern musst, um schneller zur Stadt zu kommen, ne? PA nimmt das Geld ein und durch den Perlan. Ja, ja, true, true. Dadurch könnt ihr halt auch sowas finanzieren wie Kalfenball und sowas. Plot, go kill something. That something is really easy to kill and usually stand still without fighting back, and then you get more dialogue. Such great fun. One of the strongest assets of this game is the combat, and yet I'm spending more time playing some really cheesy, outdated RPG because there's nothing engaging about what's going on, because I'm not having the opportunity to go and do stuff. It's just talking. Also, shout out to the UI again. Great job on selecting a cursor, which is very visible. Kalfenball, das ist sowas wie ein Event. Du kennst es wahrscheinlich von PlayStation und von so bekannten, so Pressekonferenz. Nur in BDO. Da werden neue Sachen angekündigt, die in BDO rauskommen und kommen auch so Quizzes und sowas. Ne? Da kommt so Quiz und sowas, ne? Das wird dann auf Twitch und auf YouTube ausgestrahlt. Das ist Kalfenball und Heidelball gibt's auch. Ich glaube, der nächste kommt wahrscheinlich im Winter. Datum ist bisher noch unbekannt. Can clearly show what option you're choosing when speaking to NPCs. Obviously, I'm at a low level still, so take this with a pinch of salt. Also er sagt gerade, dass dass das mit den NPCs ein bisschen unübersichtlich ist hier. A low level still, so obviously you're choosing when speaking to. Halt overwhelming, ne? Aber das erwähnt er jetzt nicht Obviously, direkt. I'm at a low level still, so Dezember wohl. Okay. take this with a pinch of salt. But for me, it doesn't make this game feel like a MMO. It makes it feel like a solo RPG with just other players inhabiting my world, occasionally running past me. And I think the worst thing is, every time I've played this game, I've been given the advice of just grind to max level. Don't worry about the story, skip past it. But it's an MMORPG, aren't I supposed to enjoy the story? Digga, was ist das für ein Roleplayer? Was ist das für ein Roleplayer? About the story, skip past it. A solo RPG with just other players inhabiting my world, occasionally running past. Es ist ein Solo-RPG und viele Leute sagen mir, skip die Quest und geh grinden zu Max-Level. Aber ich will doch die Story spielen. Ich will doch die Story spielen. Lass mich doch roleplayen. So kommt das rüber. So kommt das rüber. And I think the worst thing Er kann nicht BDO normal MMOs vergleichen. Ja, ja. Given the advice of just grind to max level. Don't worry about the story, skip past it. But it's an MMORPG, aren't I supposed to enjoy the story? Isn't that the whole point in playing these sorts of games? When choosing a server, I went for the obvious one, the one with more XP and for novices, but it's so dumbed down that it's honestly brain dead fucking content. The only thing that really kept me playing that little bit longer was when I eventually came up against a mini boss, and then I started to appreciate the combat once again. I actually got to use combos and have to block and dodge, and it actually felt like I might die at some points because I had to pop a potion once or twice. And you know what? I liked this. I thought this was great. I wanted more of this. But you know what I got instead? More pointless, irrelevant fetch quests and enemies which just didn't pose a threat whatsoever.
Also warte mal, der hat anfangs gesagt, dass er das Kampfsystem clunky findet. Oder habe ich was falsch verstanden? Und jetzt sagt er findet das gut, er muss auf seine Pots achten und die Attacken dodgen beim Boss. Ist irgendwie gefühlt Doppelmoral, ne? I think this game has a lot of potential. And I think if you're willing to grind through the early stages, ignore the storyline, and use mouse and keyboard and optimize the fuck out of that UI, then there is a chance that you might actually enjoy this title. From a personal perspective, alarm bells start going off when they can't even get stuff like the display settings to work or even have a decent UI. Why would I invest any more time in a Der Typ soll ich löschen. can't even get the basics right? I've already spent 8 years playing a MMO with great PvP, but lacks in other areas, and it's not fulfilling. It doesn't make me want to play the game more, it just makes me want to find a better game to play. If they focus more on optimizing the game and making it more user-friendly, especially noob-friendly, then sure, maybe I'll give it another go. But to me, it seems like they just want to spend their money on promotion as opposed to actually improving the game. Hence why every content creator done a video back in May, June. But hey, listen, if you think I'm being too harsh or maybe I missed some important steps, by all means, comment below. Let me know what I missed out on or what I could have done better. Maybe next year I'll accept the sponsor and I will review Black Desert Online again. Er hat das nochmal erwähnt, das ist ein Sponsor. Also PA hat ihn gesponsert. Er hat das Game ins Lächerliche gezogen. Maybe they'll change my Und hat wahrscheinlich auch darauf abgezielt, dass speziell Video-Content Creator sich das Video anschauen und darauf reacten. Ne? Das ist doch der nur einen Char auf 21 hat oder so. Ja, ja, true. money. But until Ich werde dazu noch was zeigen. I go play Guild Wars 2 because I said in my last Aber ich finde, dass gerade sowas auch übelst respektlos rüberkommt, ne? So, du wirst von Pearl Abyss, du hast die Ehre, dass du von Pearl Abyss gesponsert wirst, du verdienst Geld, damit du das Game vorstellst und er tut's einfach ins Lächerliche ziehen. Chris B, vielen Dank für dein Follow, danke. amount of likes, I'd go play it. And boy, do I regret it. Also er vergleicht das mit Guild Wars 2, sieht man hier gerade. But Hat mal einer von euch Guild Wars 2 gespielt? play Guild Wars 2 Wie ist das im Vergleich zu BDO? Esco, vielen Dank für dein Follow, danke. Ganz anders. Dass er sich das Recht rausnimmt, überhaupt etwas über dieses Spiel zu sagen, ist ein bodenlose Frechheit. Ja, anders. Würde ich einen Sponsor bekommen für ein Game, würde ich das wahrscheinlich eher... Ich würde es anzocken und ich würde wahrscheinlich eher so die positiven Aspekte aus dem Game herausziehen und äußern, ne? Aber der hat das Game maximal 2 Stunden gespielt. So, der Typ hat einen Charakter mit maximal Level 21 oder so. amount of likes, I'd go play it. And boy, do I regret it. And as Das ist halt genauso wie 0 Stunden spielen, ne? Das ist halt... always, if you do like my content, please leave a like, maybe consider subscribing, and I'll leave a couple of videos on the screen for you right now, which you might just enjoy, or might not. But anyway, thanks for Aber hier, man sieht, dass er The Shocking State of Archage in 2023, man sieht, dass er mehrere MMOs schlecht redet, ne? Das ist so ein MMO-Verweigerer, wie man hier sieht. Das ist wie, als würde ich jetzt BDO spielen und jedes andere MMORPG Scheiße reden. Ne? So, das war das Video. Es gibt eine Sache, die ihr wahrscheinlich nicht kennt, und zwar gibt es die wunderschöne Black Desert Online-Seite. So, wenn wir auf BDO-Seite gehen, gibt es einen Reiter mit Abenteuercamp. Ne? Abenteuercamp und... Nee, Abenteuercamp war das nicht, Community. Das war Abenteurer. Abenteuercamp und dann Abenteurer und dann kannst du hier den Spielernamen eingeben. Wie hieß der nochmal in-game? it looks pretty spectacular. It's Fantasy. why New World is on the PvE side of things. So strong power. Let's take a look at the actual gameplay. Yeah. 26 hours Predator draws this game. Plobber Toon heißt er. Auf NA spielt er. Der hat einen Charakter, ne?
Du hast am Anfang vom Video 6 Charakterslots. Er hat einen Charakter auf Level 21. Nicht nur das. Nicht nur das. Er hat 8 Beitragspunkte. 8 Beitragspunkte. Do you even play BDO? Das ist einfach nur traurig. Was ein Typ. Das ist. Ich sag mal so, ne? Die meisten kennen ja wahrscheinlich noch The Lazy Pern. Ne? Er hat, glaube ich, wo Berg des ewigen Winters rauskam, hat er ja auch über BDO schlecht geredet, ne? Aber er hat danach, wo das neue Gebiet rauskam, hat er positiv über das Game geredet, ne? Die Frage ist, ob er noch ein Video rausbringen wird. Mal schauen, aber ich denke eher nicht. Also das ist ja. Also man kann da überhaupt nicht sagen, dass er das Game gezockt hat, ne? Das ist nix. Das ist gar nichts. Ja. Das war's erstmal mit dem Video. Das war's mit der Reaction. The Shocking State of Black Desert Online. Ja. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über nettes Feedback und einer positiven Bewertung freuen. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Livestream oder nächsten Video und ciao. So fast, all tied up like a cat.